In meiner Reihe Ein Stempelset 5 Ideen gibt es heute eine Pop-up-Karte. Und zwar sieht die so aus. Im Inneren siehst du das Hippo, das Nilpferd, das fleißig die Flaschenpost verteilt. Botschaft mit lieben Grüßen. Und ich arbeite heute im Doppelpack mit dem Stempelset Alphabest und Flaschenpost aus den Reihen Ein Stempelset 5 Ideen. Ja, lass dich überraschen, die Hippos sind auch dabei. Es geht gleich los. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Sommer, Sonne, Sonnenschein und ich habe Ideen ohne Ende. Ich möchte euch im Moment so viel zeigen, deswegen gibt es heute mal so ein bisschen Kombinationskarte. Und zwar Flaschenpost für dich. Eins von den Nilpferden ist draußen auf dem Meer unterwegs. Mal abtauchen wirkt Wunder, sagt es. Und die Kollegin, der Kollege verteilt hier gerade ganz fleißig Flaschenpost für dich. Botschaft mit lieben Grüßen. Jo, so eine Pop-up-Karte wollte ich schon immer mal machen. Heute ist sie dran. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Letztens hatte ich eine meiner Freundinnen da, die Inge. Wir haben das zusammen ausprobiert und ein bisschen experimentiert. Und so ist der Mechanismus bei uns auf der Karte entstanden. Ich habe hier mal so ein kleines Muster. Du siehst schon, auch hier können wir wieder Sachen, ich sag mal vorsichtig, entzaubern. Weil da ist ja schon wieder nichts Dramatisches bei. Hier wären 3 Elemente, bei meiner Karte siehst du 2 Elemente. Okay, es geht gleich los. Du hast es schon gehört, ich arbeite mit dem Stempelset Alphabest. Dem habe ich gerade meine neue Reihe angefangen, ein Stempelset 5 Ideen, und gemerkt, bei der Flaschenpost hink ich etwas hinterher. Die Ideen sind schon fertig, aber noch nicht gedreht. Deswegen beide Sets heute mal zusammen. Du brauchst für die Pop-up-Karte. Ich habe eine farbige Karte genommen, und zwar in Nachtblau. Aus einem A4-Blatt würdest du 2 Karten bekommen, wenn du es mittig teilst, quer teilst, würde ich sagen, bei 14,85 cm und dann drehst. 21 ist es ja breit, bei 10,5 eine Falzlinie. Schon hast du deinen Kartenrohling. Dann habe ich ein zweites A4-Blatt genommen und mir ein Stück zugeschnitten. Nicht 14,85, sondern 5 mm kleiner, und da bin ich bei 14,35 gelandet. Und an der einen Seite nochmal 5 mm abgeschnitten und eine Falzlinie in der Mitte gezogen, das wäre dann bei 10,25. Dieses Teil wird die Mechanik, und da siehst du, in meiner Karte bin ich da nochmal mit Mattung dran gegangen. Das wurde mir zu dick, deswegen nehmen wir das also einfach so, setzen das hier rein, wird genau passen, deswegen nur 5 mm kleiner, weil in der Mitte ist es ja zusammen, die brauchen wir, diese Stelle, für unsere Mechanik. Ja, das Papier werden wir auch gleich gestalten, weil das muss ein bisschen trocknen und wir machen da nochmal eine kleine Aquarelltechnik. Die Vorderfront habe ich schon fertig. Das ist eine Mattung in 10 cm mal 14,35 cm in Karibikblau und die Auflage in der Reihe der Weltaquarellmonat, also beim Weltaquarellmonat habe ich das schon mal gestaltet, verlinke ich dir gern hier. Die Auflage ist 9,5 mal 13,8 cm. Du siehst schon, ich muss mich heute wahnsinnig konzentrieren, dass hier nichts schief geht. Aber wir schaffen das. Okay. Ich schneide durchaus schon meine 2 Flächen ein. Die Haken, die mache ich in 1 cm. Ich habe hier übrigens einen extra starken Farbkarton genommen und fange vom Rand an bei 4 cm auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind wir bei 3,5. Bei 3,5. Das kannst du variieren, wie du möchtest. Du nimmst das Element einfach. Ich lege das mal hier so ein bisschen offen hin. Falzt es halb und legst es jetzt an dem Knick hier. Und bei 3,5 habe ich ja gesagt, mache ich die eine Falzlinie. 3,5 ziehe ich in den Raum rein, nennen wir es mal so. Auch das messen wir einmal aus, könntest du aber eben variieren. Das sind 4 cm auf der einen Seite und 3 cm auf der anderen Seite. Kommt drauf an, was du reinbauen möchtest. Also ich gehe vom Knick 4 cm und habe dann den einen und gehe jetzt nochmal 1 cm weiter rüber. Das lege ich hier drüben an. Genau. Moment, ich
Ich hatte bei 3,5, also gehe ich jetzt bei 4,5. Sitze ja hier noch auf den Zentimetern, gucke einmal, gehe wieder bis zu den 4 Zentimetern und gut ist das. Und das gleiche mache ich von der anderen Seite und da bin ich ein Stück weiter nach innen, weil da setze ich wahrscheinlich dann die Badewanne hin. Also gehe ich hier nochmal auf 4 cm, gehe aber nur 3 cm in die Karte rein. Lass meinen Haken da sitzen, schiebe auf 5 cm, gehe wieder die 3 cm zurück. Guck mal, ob ich da genau gesessen habe. So, genau, da ist es. Und das ist es auch schon. Jetzt streiche ich mir mal einmal die Schneideklingen glatt, warum nicht? Und lege nochmal mein Lineal an, nimm das Falzbein. War ja bei dem einen bei 4 cm, ich gehe hier mal gleich über meine Arbeitsplatte, gehe auf die 4 cm. Du siehst ja, ich lege das schön exakt da an, muss ich gar nicht viel tun. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 und ziehe mir hier einfach den Falz. Und bei dem anderen schiebe ich zurück auf 3 cm und ziehe mir hier den Falz. So, und jetzt kann ich noch entscheiden, wie rum ich was lege oder stelle. Jedenfalls falze ich schon mal in jedem Fall. Warum habe ich das jetzt gemacht, wenn mein Papier nachher nass ist? Ist das natürlich ein bisschen blöd, ne? Dann könnte das sein, dass es sich nicht mehr so gut schneidet. So, und schon habe ich meine Haken zum Aufstellen. Lege ich alles wieder flach, nehme jetzt mein Aqua, meine Wassertankpinsel, da war das Wort, und meine Stempelblocktechnik. Also ich nehme den Stempelblock, nehme einmal das Karibikblau nochmal und einen Stempel hole ich mir gleich, einen Stempelblock in Papageiengrün, genau. Jetzt bin ich auch Papageiengrün, aber das kennt ihr ja schon bei mir. Ja, ich habe jetzt mal kein Aquarellpapier, wir wollen mal schauen, wie das funktioniert. Nehme mir meine Wassertankpinsel und vermale das einfach. Ein bisschen Wasser hier oben drauf, der Himmel, der ja übergeht ins Wasser, weil wir wollen ja das Boot da hinsetzen. Werden wir also hier unten so ein bisschen Wasser andeuten. Alles ganz schnell. Und dann hier nach oben den Himmel. Da wissen wir, ganz oben ist er immer ein bisschen dunkler, wenn wir das also mit Wasser nach unten vermalen. Also am Horizont ganz hinten ist die weiße Kante und wenn wir schauen, sehen wir ja den Horizont am weitesten weg unten und das Firmament oben, also ist es oben etwas dunkler und unten etwas heller. Arbeitsplatte haben wir auch schon bunt. Müssen wir mal einmal wischen hier. Wird schon wieder rumgematzt. So, welcher ist es? Der ist es. Ist es der? Ja. Noch ein bisschen Himmelsblau. Ja, wenn wir da so eine Kante rein haben wollen, müssen wir so malen. Wir klappen uns das mal gedanklich hoch. Ja, dadurch, dass es klappt, würde ich wahrscheinlich das, ja, ich gucke mal, dass ich da einfach so ein klein bisschen, wir schauen mal, wie das wirkt. Probiert das aus, wahrscheinlich seid ihr da viel besser als ich. So, einfach nur. Ich mache das ja einfach nur. Man muss es nicht können, man muss es tun. So, das war die Nummer 1 und jetzt kommt vorne mein Wiesengrün. Da kann es sein, dass ich jetzt vorhin was falsch, farblich gar nicht richtig, ich war farblich nicht anwesend, glaubt ihr? Schauen wir mal. Also hier vorne habe ich jetzt das Papageiengrün. Da legen wir dann nachher vielleicht noch so ein paar Flaschen ans Ufer. Schauen wir mal. Genau. Mehr brauchen wir gar nicht. Also mehr haben wir schon. Wortwitze hier wieder. So. Schön putzen. Das ist putzig und dort legen wir jetzt hin, lassen wir trocknen und widmen uns mal den anderen Dingen des Lebens. Okay, das haben wir schon gefaltet. Das ist vorne drauf, das kleben wir gleich hier hin. Jetzt können wir überlegen, wie wir das machen. Ich habe ja gesagt, Alphabest ist heute auch dabei. Dann habe ich hier mal so einen schönen Kordel, ein Band. Wie gesagt, der Hippo und der Hippo, die nehmen das in die Hand. Ja, jetzt können wir es, wir machen es, wir haben es ja. Ne? Also wir suchen schon wieder was, aber dann haben wir es hier. Mache ich da oben bei dem Hippo mal ein kleines Loch rein. Ja. Und bei dem Hippo hier unten mache ich es etwas weiter drüben. Also erst auflegen und dann das Loch, nicht kaputt machen. Nein. Genau. Und da, tada, kommt jetzt der Plan. Nicht überlegt, nicht geplant vorher. Entweder haben wir eine schöne Nadel, also es liegt, was hier alles rumliegt. Also die Häkelnadel brauchen wir nicht, wir haben eine Nadel.
Ich wollte schon immer mal im Video nähen. Das ist soweit. Ich fädel hier meine Kordel ein, das geht super. Schiebe das da raus und da raus. Moment, ich das so schön gefädelt habe. Ja, weißt du Bescheid, machst du so rum. Und dann schnippel ich das ein Stück und fädel hier drüben nochmal. Weil da geht ja wie blind. Es ist auch halb blind, aber es funktioniert. So viel sehe ich da nicht, aber es geht. Dann wird das hier reingefädelt, durchgezogen. Und wir haben eine Schnur, die wir jetzt so ein bisschen bogig hängen, also locker hängen, genau. Die zwei Hippos tragen die jetzt und auf der Rückseite fixieren wir das einfach. Kennen wir ja schon, doppelseitiges Abreißklebeband. Moment, müssen wir mal aus der Tüte nehmen. Das andere ist noch in meiner Kiste, weil jetzt gibt es ja hier gerade mal wieder so ein bisschen Workshops live vor Ort und kleine Experimentierrunden. Das ist hier immer sehr beliebt. Dadurch habe ich manche Sachen dann schon wieder unterwegs. Okay, kennen wir. Kann man sagen, da hat sie nicht aufgeräumt. Genau. So, ein bisschen locker, hatte ich ja gesagt. Jetzt dürfen wir hier nicht ziehen. Fickerig. So, Friemelkram. Macht nichts. Nehmen wir so. Und dann hatten wir ja da eben unten gesehen, der Hippo ist ja, sitzt ja daneben. Das heißt, es ist Fall für eine Schleife. Die machen wir hier mal schnell dazu. So eine klitzekleine Schleife. Es wird wieder gespart ohne Ende, keinen Verschnitt. So knapp wie möglich am Ende. Das ist natürlich noch fummeliger. Aber wir schaffen das. So. Sag jetzt nicht, du hast nicht gesehen, wie ich es gemacht habe. Soll ich da mal so ein 5-Minuten-Tipps-Video machen? Nee, ne, das braucht kein Mensch, oder? Angela macht Schleifen. Braucht das jemand? Ich weiß es nicht. Okay, das setzen wir da unten hin. So, wir haben ja gesagt, wir nehmen die Flaschenpost. Jetzt nehmen wir aus der Flaschenpost. Oh, die Flaschenpost ist aber schön aufgeräumt. Wer macht denn sowas? Das ist ja super. Wie finde ich denn das? Jetzt habe ich hier den Flaschenpoststempel und nehme mal ausnahmsweise diesen Stempelblock, weil der andere ist verschüttet, verschollen. Nehme das Memento und setze an den unteren Rand das Flaschenpost für dich. Da sitzt es wunderbar. Hat funktioniert beim ersten Mal. Kleiner Tipp, ganz oft so stempel ich das dann doch lieber vorher nochmal ab, weil dann wird das garantiert exakt. So, und jetzt gehen wir zum Alphabet über. Das ist ja schon wirklich eine coole Sache, weil damit können wir so viel machen. Karten personalisieren. Ich fange jetzt mal beim zweiten Schritt an, weil ich habe schon was vorbereitet. Hier ist die süße kleine Stanze und hier ist ein tolles A. Schwupp, dann fliegt es schon in die Luft. Gestreift, gestempelt und für da meinen Text kommt es hin. So, jetzt nehme ich meinen Stempel. Es gibt hier in dem Set 6 verschiedene Muster. Eigentlich könnte man die Sterne auch noch nehmen, also 7 für die Hintergründe der kleinen Anhänger. Und das setze ich hier Tatsache mit dem ersten Abdruck drauf. Wir haben hier ein L. Das habe ich übrigens letztens in einem Video mal versehentlich als 1 genommen. Da musste genau gucken. Fällt wieder in die Kategorie aus Angelas Fehlern lernen. Dann brauchen wir ein H. Du hast den Text hier schon wahrscheinlich zusammengedichtet. Er ist wirklich nicht sehr, also er ist einfältig, sagen wir es mal so. Mir ist nicht so viel eingefallen. So, haben wir. Könnt auch den zweiten Abdruck nehmen, einfach mal so, dann ist es wirklich ganz blass. Ich putze mal kurz. Und dann setzen wir uns noch das O, das fehlt nämlich. Ja, da müssen wir den noch mal rausholen. Das war es noch nicht. Moment. Dann setzen wir den mal dahin. Wie rum du das machst, ob du also zuerst den Buchstaben machst und dann den Rand mit dem kleinen Anhänger ringsum. Probier das aus. Also ich habe jetzt beide Varianten schon auf dem Plan. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich mache. Ich finde, es geht beides. Was bei mir nicht so funktioniert, aber das liegt bestimmt nur an mir, weil da könntest du ja zum Beispiel mit dem Stamparatus arbeiten.
Das ist, dass ich es erst ausstanze und dann stempel. Aber ich weiß, manch einer macht das auch gern so. Okay, so, das haben wir. Ein bisschen Ordnung schaffen. Und jetzt gehen wir nochmal zur Stanze und stanzen uns alles, was wir noch für unser Hallo brauchen. Also noch ein L. Noch ein L. Fliegt hier alles so schön durch die Gegend. Ein schönes Haar. Ja, ich gehe dazu über, solche Sachen doppelt zu machen, gerade im Video, falls da was schief geht. Und ein lecker O. Hallo, und da ist es, unser Hallo. Und dann machen wir das doch am besten so. Wir nehmen die Klebepunkte und setzen die da einmal drauf. Und damit wir unser Schnürchen festkriegen, setze ich jetzt einen Klebepunkt unten hin. Also erstmal das Hallo hier schon drauf. Genau. Und beim ersten und beim letzten mindestens, schauen wir mal, setzen wir noch einen zweiten Klebepunkt oben hin. Damit fixieren wir hier unsere Schnur. Probieren wir mal, ob das funktioniert, wie ich mir das denke. Da ist das O. Okay, jetzt kommt das H für Hallo erstmal. So. Das hängt ein bisschen auf dem Ohr. So, dann machen wir noch einen in die Mitte zum Fixieren. Also da auch noch ein Doppelpunkt. Doppelpunkt ist auch schön. Da drauf, genau. Und jetzt nichts durcheinander bringen, bitte. Ein A. Also wenn du mich fragst, kann da müssen wir jetzt mal hier ein bisschen nicht sparen. Für die Stabilität oben auch noch mal einer dran, weil dann hängt das doch wunderbar. Das ist das A rutscht nämlich ein bisschen. So, aber das passt. So, und schon haben wir unser neues Produktpaket Stempelset Alphabest mit verwendet. Genau. So, hier, wir brauchen noch einen Klebepunkt. Nicht zu weit wegpacken. Die Schleife, weil die machen wir da unten einfach dem Hippo an die Hand. Und schon hat der die Verbindung. Genau. Die Verbindung zu seiner Hand haben wir ja ein bisschen getrickst. Na, so. Schön hängt das. Das passt hier auf das Blaue. Machen wir am Ende drauf. Hinten schneiden wir noch was ab. Sehe gerade, hier franzt was raus. Schneiden wir ab und legen wir das Schwänzchen dann noch auf das Kleben. Super. Das hätten wir. Sehr schön. Und jetzt geht es innen rein. Ist inzwischen auch ziemlich gut getrocknet. Wir haben ja außen mit Schwarz gearbeitet, also kann ich dann innen auch ein bisschen mit dem Schwarz arbeiten und setze da mal die Botschaft mit lieben Grüßen innen rein. Hier, Botschaft mit lieben Grüßen. So. Die notfalls immer mal wieder auf dem Papierchen stempeln hilft ungemein. Dann geht sie dahin in der Hoffnung, dass alles trocken ist. Haben wir. Gut. Was brauchen wir noch? Flaschen. Flaschen ohne Ende. Und ein Hippo. Gut. Das setzen wir da rein. Und bei den Flaschen können wir auch ein bisschen variieren. Ich habe da ja schon mal welche. Ich nehme jetzt mal ruhig die große. Sind wir wieder auf den Stempelblock. Und schiebe mir noch mal Flaschenfarben, finde ich durchaus auch das Karibikblau schön. Nehme dann, ja, lass es springen, lass die Flasche springen, genau. Schaue mir immer schön an, wie rum, dass ich es schön dann stanzen kann. Ist übrigens auch beim Alphabest ganz wichtig, dass man das schräg anlegt, quer anlegt, quer. Das richtige Wort heißt quer. Schräg war was anderes, genau. Wenn wir nicht putzen wollen, stempeln wir so viel wie möglich Farbe einfach ab. Dann landet einfach weniger in der Schrubberbox. So, und dann noch ein bisschen in dem Blau. Du hast es natürlich gesehen, sie sagt blau und stempelt grün. Genau.
So, und das machen wir auch wieder zu. Auch beim Grün habe ich wieder was an der Hand. Wird später geputzt. Jetzt die Stanze, das Ganze ausstanzen. Und ich habe überlegt, nun habe ich ja wirklich überall schon richtig viel Text drauf. Also zumindest innen Text, außen Hallo und Flaschenpost für dich. Ich lasse mal die Flaschen ausnahmsweise leer. Wir müssen es ja nicht immer so übertreiben. So, ich habe hier auch den extra starken Farbkarton genommen. Wenn nicht, hätte ich jetzt die Flaschen nochmal weiß hinterlegt. Mache ich aber nicht, weil das ist jetzt stabil. Ich gucke es mir aber gleich nochmal eine Karte an. Eventuell erzähle ich gleich nochmal was anderes. Okay, also wir haben hier eine Flasche, die ist sehr leer zum Hinterlegen. Und wir schauen nochmal in unsere originale Karte. So sieht sie aus. Können wir irgendwo festklemmen. Die hat ein bisschen viel Spannung gekriegt, meine erste Karte. Die hält praktisch nicht von alleine offen. Da muss man irgendwo dahinter klemmen. So, sieht das gut aus, ne? Hier ist wieder mein Arbeitstisch, ist schon wieder der Kracher. Okay, um das schön aufzubauen und weil ich ja alles fertig habe, klebe ich das jetzt Tatsache hier locker rein. Gut geschnitten, hinten der Falz muss genau in die Lücke. Die zwei Beine müssen ausstehen, also dürfen nicht angeklebt werden. Gucken wir doch mal einfach, ob das was für Flüssigkleber wäre. Wahrscheinlich ja, aber du weißt ja, ich bin da immer sehr zurückhaltend. Also nehme ich jetzt das doppelseitige und klebe das mal so, dass ich unten die Kante fest habe und hier die Mitte und das auf dem Gegenstück genauso. Übrigens empfiehlt sich immer, also wenn man so rum arbeitet, ist ja alles gut. Wenn man den Titel vorne schon drauf hätte, sollte man immer 5-mal, also ich prüfe dann immer öfter inzwischen, weil mir das schon ein paar Mal schief gegangen ist, dass ich dann einfach die falsche Seite genommen habe, mal so am Rand. So, nochmal reinlegen. Auch da ist immer gut, wenn man es vorher schon mal so ein bisschen ausmisst, dass das glatt läuft, gerade wird. Und das einmal reingelegt hat, ist mir so inzwischen gegangen, dann kann man die Mattung schon immer ganz gut ausmitteln. Guckt, ich lege das jetzt mal so ran. Ja, das wird mit der Kante unten gut und gerade passen, denke ich. Dann passt es oben auch gut. Ja, immer schon mal vorher so ein bisschen gerade setzen. Unten sitzt es, oben sitzt es. Na, jetzt kommt ja der Vorführeffekt. So gerade wie möglich, hat sie gesagt. Genau. Und schön in die Falz unten rein. Also ich empfehle, nehmt Flüssigkleber, nur ihr wisst, habe ich dann schmierige Hände und ich muss ja noch ein bisschen konstruieren. So, rein, drauf, öffnen, gut aufstellen, gut flach legen. Funktioniert. Den Haken haben wir oben. Okay, und jetzt. So. Wie haben wir es gemacht? Wir haben vorne eine Flasche. Könnte man Tatsache die nehmen. Die lege ich dann hier vorne hin. Jetzt komme ich zu meinem Hippo-Teller. Hier ist er nämlich, meine Vorbereitung. Auch dafür habe ich schon 2-3 Videos gemacht. Was brauchen wir? Die Wanne. Dafür nehme ich mir mal noch schnell, habe ich eben beim Wasserspiel schon wieder vergessen. Ja, die Wanne und einen Stempelblock. Und in dem Fall gehe ich nochmal auf Anthrazit und koloriere die hier schnell. Da war letztens schon wieder eine übrig geblieben, aber die ist irgendwie verschollen. Ja, zum Aquarellmalen habe ich ja schon mehrere kleine und längere Videos gemacht. Ich mache das also jetzt hier ganz schnell, so dass es so einen kleinen metallischen Effekt gibt. Notfalls nochmal drüber, wo ich nicht glücklich bin. So, lassen wir kurz trocknen. Wasserspiele beiseite. Und dann geht es an die Flaschen. Eine große Flasche ist super, eine kleine vorne. Und beim anderen habe ich das auch gemacht, eine ganz kleine. Da mache ich jetzt mal einfach mit Trick 17 aus einer großen eine kleinere, indem ich das unten einmal gerade quer abschneide und dann einfach ein bisschen rund schneide. Und ich persönlich kann damit gut leben. Notfalls hätte ich das jetzt auch nochmal mit Schablone arbeiten können, aber ich finde, so passt das. Man könnte es auch hinlegen, aber das fand ich dann schon wieder, nee, das wird mal zu zackig. Okay,
Wie kleben wir? Ganz einfach so, dass man den Kleber nicht sieht. Also die zwei aneinander, die beiden kleinen Flaschen, klebe ich jetzt so aneinander und das Ganze da auf den Haken. Und damit nichts daneben gerät, mache ich Tatsache mein doppelseitiges hier schon mal an den Haken, weil der wird komplett verschwinden, bei dem einen wie bei dem anderen. Also kann ich den komplett einstreichen. Ja, weil wir innen sind, ruhig dran denken, ich würde innen jetzt nicht mit Abstandsklebepunkten arbeiten. Also mit nichts, was Abstand bringt, weil dann geht die Karte nicht ganz zu. So, was du noch bedenken musst, das ist jetzt mal der Moment, es darf nicht rausgucken. Das heißt, auch wenn nachher der andere Hippo die Flasche da wirft, ne, da hinten, musst du genau positionieren, dass es gut drinne hält und eben nicht rausfällt. So, das haben wir. Hier vorne kommt unsere Flasche hin, wo wir nachher, wenn wir wollten, immer noch was draufstempeln könnten. Da nehme ich jetzt auch mal das doppelseitige, du weißt ja warum. Setze das hier hin, hier stört es auch nicht, sieht gut aus. Dann habe ich hier meine kleinen Aufkleber schon mal vorbereitet mit den Elementen aus der Celebration-Aktion zu den Hippos, also die Standsformen von den Hippos, von den Nilpferden. Da gibt es ein bisschen Gras, Büschel. Ja, so Aufkleber habe ich mir daraus gemacht, also mit den Klebebögen. Habe ich auch schon mal gezeigt im Video, verlinke ich natürlich auch gerne. So. Jetzt haben wir uns entschieden, wir nehmen nochmal eine Badewanne. Ich hätte auch das kleine Boot nehmen können, aber ich schaue mal auf die Uhr, wenn wir jetzt noch anfangen, im Boot zu illustrieren, also zu aquarellieren, da wären wir nie fertig. Okay, so, Badewanne. Haben wir ein Hippo, was baden möchte. Wir brauchen eins, was eine Flasche halten kann, und das wäre zum Beispiel das hier. Weil dort hat die Hand so hoch, das ist das gleiche von der Art her, das draußen, ich wollte sagen, dass draußen praktisch die Girlande hält. So, okay, also die zwei verbinden wir schon mal miteinander, dass das so ein bisschen rausguckt aus der Wanne. Da ist es, da sitzt es drin und das Ganze setzen wir da dran. Das ist noch nicht die Schwierigkeit, die rausgucken könnte, die ist dann oben die Flasche, aber auch da fummeln wir uns einfach durch. Okay, so. Da sitzt die Wanne. Das ist gut, das sitzt gut. Wenn dir das ein bisschen luftig da unten gewesen wäre, könntest du da auch noch mal eine Graskante davor setzen oder was anderes. Also hier unten. Ne? Ich lasse das mal so, mal sehen, ob ich mir das nachher noch mal belege. Ich könnte da auch, vielleicht mache ich das, die Welle davor setzen. Ja, das wäre schon fast ein guter Plan. Ich mal gucken, ob ich da die Welle nachher davor setze. Das überlege ich mir, wenn ich alleine bin ich ehrlich. Gucke ich später nochmal. So, und er wirft wieder Flaschen und die setzen wir so an, dass die da nicht außen zu sehen sind. Und das geht so, dass ich mir das hier überlege. Wo wirft er sie hin? Da, diese Schräge wäre ganz gut, dann guckt sie außen nicht raus. Das heißt, ich setze dem jetzt hier hinten an den Kopf nochmal ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband. Ja, auch hier immer gucken mit dem Kleber, dass nirgends was übersteht, weil nichts ist schlimmer, als wenn die Pop-Up-Karte klemmt. So, also an die Hand kriegt das. Reinklappen muss es. Guck mal, so würde das fast funktionieren. So, guck mal. Ja, das ist der Moment, wo minimal mein Kopf natürlich... Oh, mein Kopf, hast du gesehen? Viele Haare. Okay, vor einem Jahr waren da keine. So, jetzt haben wir es zu. Super. Er wirft praktisch die Flasche. Ja. Und wir haben alles kombiniert, was man irgendwie kombinieren konnte, oder? Sind gleich fertig. Wir hauen nur noch vorne den Titel drauf. Und dann kannst du überlegen, ob du da drin noch ein bisschen mit einem Fineliner arbeitest, in Schwarz vielleicht noch ein paar Konturen ziehst oder nicht. Schaue ich mir nachher auch noch mal an. Wirst du sehen, sieht man dann in einem der Bilder, wenn ich dann das Video irgendwo öffentlich noch mal zeige oder darauf hinweise. Elemente aus unserem Spielkästchen hier. Hier ist sogar noch eine Stanzform. Von den Hippo-Stanzformen setze ich vielleicht später auch noch. Ich lasse das jetzt hier aber erstmal so und setze fast gut vorne drauf jetzt meine Karte. Okay, auch hier bleiben wir jetzt uns treu, nehmen das
Abreißklebeband. So, das ist der Moment, wo ich sagen muss, es ist doch fast ein langes Video geworden bei mir, aber ich hoffe, ihr habt tapfer durchgehalten. So, abziehen, abziehen, abziehen. Und eine Karte, die ich so noch nicht hatte, mag ich ja besonders gern im Video zusammengeklöppelt. Gut, das haben wir. Wir haben verwendet Flaschenpost, die hippen Grüße aus der Celebration noch jetzt im August zu bekommen, als Prämie bei jeweils 60 € Bestellwert. Okay, hallo, Flaschenpost für dich, die fertige Karte, wir öffnen sie. Drin kommt noch ein bisschen was an farbigem rein, aber das denke ich mir mal noch zusammen. Das mache ich gleich, wahrscheinlich noch ein bisschen Wasser. Okay, ja, erste Karte, meine vorherige. Alles, was ich verwendet habe. Ich werde hier erstmal fleißig wieder aufräumen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Gib mir einen Daumen hoch, gern auch einen Kommentar, ein Abo, wenn wir uns noch nicht verbunden haben. Hier geht es weiter mit noch mehr Anleitungen und Tipps für dich. Also bleib dran und sei gespannt. Ich freue mich auf dich. Bis gleich in meinem nächsten Video. Deine Angela von der Stempelfamilie.